Das Liquidity-Protokoll hat einen grundsoliden Stablecoin hervorgebracht und ermöglicht es, mit der Aufnahme von zinsfreien Krediten gehebelte Ether-Positionen aufzubauen. Allerdings sind die Transaktionskosten mitunter relativ hoch, da das Protokoll auf der nativen Ethereum-Blockchain abläuft. Eine Codefork hat sich nun auf Arbitrum etabliert, die einige nette Verbesserungen mitgebracht hat. Dieses Protokoll werden wir uns heute mal zusammen anschauen. Let's go Gravita! So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute gibt es ein weiteres Video, wie ihr hoffentlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren das Maximum aus dem kommenden Bullenmarkt herausholen könnt. Wer im Bullenmarkt abräumen will, der sollte grundsätzlich mal auf Kursgewinne setzen, optimalerweise sogar gehebelte Kursgewinne. Dass Cashflow in volatilen Zeiten den Kursgewinnen grundsätzlich unterlegen sind, habe ich schon mal in einem separaten Video ausgeführt und den Beweis dazu erbracht. Dieses Video verlinke ich euch einmal oben, aber auch unten in der Videobeschreibung und sollte jeden Cashflow-Fanatiker vielleicht zumindest teilweise auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Gehebelte Long-Positionen sind über Lending- bzw. Borrowing-Protokolle in der Regel viel günstiger als über den Aufbau von Futures-Positionen, da die Finanzierungskosten auf diesen Protokollen deutlich günstiger sind als bei den Futures-Protokollen. Allerdings können auch die Zinsen in diesen Lending- und Borrowing-Protokollen zeitweise explodieren, vor allem wenn relativ viel Volatilität am Markt vorhanden ist und die Nachfrage nach Krediten, um die Position eben zu hebeln, besonders groß ist. Und hier sind natürlich zinslose Kredite, bei der man vielleicht nur eine einmalige Gebühr zu bezahlen hat, eine wahre Rettung. Wir werden uns heute mal ein Protokoll etwas näher zu Gemüte führen, welches genau diesen Anspruch vertritt. Wir werden uns heute mal das Gravita-Protokoll angucken, welches eine Codefork des Protokolls Liquidity ist. Liquidity ist meines Erachtens eines der größten CDP-Protokolle. Also das ist grundsätzlich ein Protokoll, bei dem man kollateralisierte Schuldpositionen aufbauen kann. Man hinterlegt Kollateral, kann mit dem Gegenwert des Kollaterals einen Kredit aufnehmen und mit diesem Kredit dann die verschiedensten Dinge tun, mitunter zum Beispiel seine eigene Position hebeln. Gravita ist ein nicht allzu junges Protokoll. Es gibt es jetzt schon seit Mitte 2023. Es ist also knapp ein Jahr alt, trägt momentan knappe 19 Millionen US-Dollar an Total Value locked. Und ja, wir werden uns jetzt im nächsten Abschnitt mal angucken, wie das Protokoll denn genutzt werden kann. So, und hier sind wir auch schon in der Benutzeroberfläche von Gravita. Wie ihr hier sehen könnt, ist die Benutzeroberfläche ziemlich aufgeräumt. Es gibt noch relativ wenige Funktionen. Natürlich, weil das Protokoll noch nicht allzu alt ist. Da werden jetzt nach und nach mehrere Funktionen mit dazukommen. Wir werden uns heute mal angucken, was man mit der Funktion Borrow so alles anstellen kann. Grundsätzlich ist es mal so, dass dieses Protokoll genauso wie das Liquidity-Protokoll Ether und Liquid Staking-Derivate von Ether als Kollateral unterstützt. Also hier einmal Wrapped ETH auf Arbitrum, aber auch Rocket Pool ETH, Wrapped Staked ETH von Lido und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn wir eben diese Ether, in welcher Form auch immer, als Kollateral hinterlegen, können wir den Stablecoin des Gravita-Protokolls GRAI dafür herausminten. Es gibt verschiedene Werte, die man hier beachten muss. Es gibt hier einmal das Kredit-Wert-Verhältnis, sprich in welchem Verhältnis man Kredit zum Kollateral aufnehmen kann. Das ist hier bei den Wrapped Ethereum bei 90%, das heißt, wenn man 100 Euro in Ether hinterlegt hat, kann man bis zu 90 Euro als GRAI herausminten. 85 bedeutet dann eben eine geringere Stufe und es geht runter bis zu 80. Es gibt hier nur eine einmalige Gebühr, die schwankt zwischen 9 und 10%, je nachdem, für welches Kollateral man sich entscheidet. Und das ist wirklich eine einmalige Gebühr. Egal wie lange ihr diese Position offen habt, ob diese nur 6 Monate offen ist oder vielleicht ein Jahrzehnt, es bleibt immer bei dieser einmaligen Gebühr. Bei Gravita ist der große Vorteil, dass diese Gebühr, wenn der Kredit in unter 6 Monaten wieder zurückgeführt wird, auch wieder anteilig erstattet wird. Das heißt, diese einmalige Gebühr, die schlägt nur voll zu Buche, wenn die Position länger als 6 Monate aufrechterhalten wird. Wenn ihr also euch entschließt, hier in dem Bereich Wrapped Ethereum einen Kredit aufzunehmen
und ihr habt den nach 3 Monaten wieder geschlossen, dann zahlt ihr nur die Hälfte von diesen 9%, somit 4,5% und die anderen 4,5% bekommt ihr beim Schließen dieser Tranche dann wieder zurückerstattet. Wichtig zu wissen ist, dass ihr mindestens 200 GREI als als Kredit aufnehmen müsst. Wenn ihr also den Kredit in Form von GREI aufgenommen habt, was ist dann zu tun? Jetzt habt ihr natürlich mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt mit diesen GREI eure eigene Ether-Position hebeln. Wie funktioniert das? Indem ihr einfach die GREI am freien Markt für eure Ether, die ihr ursprünglich als Kollateral eingezahlt habt, wieder eintauscht und diese dann wieder als Kollateral hinzuführt. Das sorgt einmal dafür natürlich, dass ihr mit dem aufgenommenen Kreditbetrag long in Ether seid, somit dann später nur die Differenz wieder in Ether zurückgeben müsst, das heißt die gehebelten Kursgewinne mitnehmt und gleichzeitig aber auch noch durch das zusätzliche Hinterlegen des Kollaterals euren Liquidationspreis reduziert. Ihr habt aber auch noch die Möglichkeit, die GREI anderweitig zu verwenden, und zwar in diesem sogenannten Stability Pool. Da geht es eben nur darum, dass man den Wert von dem GREI stabilisiert, indem man eine Reserve vorhält. Wenn das eben der Fall ist, dann kann man an den Liquidationen 10 bis 20% verdienen, denn wenn wir zum Beispiel einen Kredit oder eine Tranche öffnen und unser Kollateral diese Besicherungsquote nicht mehr erfüllt, dann wird im Hintergrund eine Liquidation vorgenommen, die über die Investoren oder die Liquiditätsgebung in diesem Stability Pool vergütet wird. Ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, hier in den normalen Liquidity Pools bei Ramses im ganz klassischen Liquidity Mining zusätzliche Renditen zu erzielen, indem ihr einfach Stablecoin Mining betreibt oder zum Beispiel auch in Ethereum gleichzeitig das Mining betreibt. Hier sind die Renditen relativ schön momentan, wobei hier zu beachten ist, dass auch eine Incentivierung der Ramses Stacks erfolgt. Das sind also nicht hauptsächlich reale Renditen, sondern das sind zum Teil auch inflationäre Renditen mit dabei. Wie ihr auch seht, ist das Gravitar-Protokoll schon auf verschiedenen Protokollen bzw. Blockchains unterwegs, natürlich auf Ethereum, Arbitrum, Linea und so weiter und so fort, sodass im Endeffekt für jeden etwas dabei ist. Zum Thema Sicherheit des Stablecoins noch hinzugefügt, hier sind die sogenannten PEG-Mechanismen 1:1 identisch wie beim LUSD von Liquidity ebenfalls. Wenn der PEG des GREI nach unten ausreißen sollte, also sprich der GREI zu günstig würde, dann kann man über sogenannte Redemptions immer einen GREI gegen einen US-Dollar in Ether eintauschen. Das heißt, ich habe einen massiven finanziellen Anreiz, den GREI zu einem günstigeren Preis einzukaufen und ihn so dann gegen einen festen Nominalwert von einem US-Dollar in Ether einzutauschen, was dabei unterstützt, dass das Abwärtspotenzial des Stablecoins beschränkt ist. Gleichzeitig, wenn der PEG nach oben hinreißt, bedeutet also, wenn der Stablecoin zu teuer wird, dann ist es so, dass ja automatisch ein Soft-PEG-Mechanismus zum Tragen kommt, der die Marktakteure dazu veranlasst oder incentiviert, dass sie den Stablecoin shorten. Das bedeutet, dass der Anreiz jetzt gegeben ist, dass man umso mehr Kredite im Stablecoin GREI aufnimmt und wenn dieser dann wieder verfällt, also der Wert dieses Stablecoins, man dann weniger für seinen Kredit zurückbezahlen muss. Das heißt, der Wert seines Kredites geht nach unten, er verfällt und man muss weniger zurückbezahlen als vorher. Zu guter Letzt möchte ich auch noch ein, zwei Worte zum Audit sagen. Die Audits habe ich mir ebenfalls angeguckt, die sind grundsolide und von daher ist hier die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Protokoll irgendwas anbrennt, relativ gering. Wichtig ist allerdings zu wissen, dass es nie so sicher sein wird wie das Liquidity-Protokoll, weil es zum einen schon ein bisschen länger existiert und weil hier auch einige Änderungen im Code vorgenommen wurden, die eventuell eine Schwachstelle den Angreifern offerieren könnten. Schlussendlich, was gibt es noch über das Gravitar-Protokoll zu sagen? Es ist definitiv eine Alternative zum Liquidity-Protokoll, weil wir hier auf vielen Blockchains operieren können, die wesentlich günstigere Transaktionskosten haben als das Ethereum Mainnet. Die Benutzeroberfläche gefällt, weil sie sehr, sehr einfach und simpel gestrickt ist und somit eventuell bzw. mit großer Sicherheit auch Anfänger damit zurechtkommen können. Es ist vollständig dezentral, ihr müsst niemandem vertrauen, dass ihr euer Kapital wieder zurückbekommt. Nein, euer Rückzahlungsanspruch ist im Code der Smart Contracts verankert. Es ist mitunter eine günstigere Möglichkeit, als über klassische Futures-Positionen einen Hebel aufzubauen, auch wenn es hier im kurzfristigen Bereich natürlich wahrscheinlich nicht so arg viel Sinn macht, aber langfristige Hebel hier über dieses Protokoll aufzubauen, dürfte um einiges günstiger sein, als über Lending und Futures-Protokolle das gleiche vorzunehmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eine weitere Möglichkeit, wie man intelligent hebeln kann. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann kommt sehr gerne auf uns zu. Eine Bitte zu guter Letzt noch, wenn ihr diese kostenlosen Inhalte schätzt, die ihr regelmäßig von uns bekommt, dann leitet diese Videos sehr gerne an andere Interessenten weiter oder hinterlasst einfach nur einen Daumen hoch. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.